So, meine Lieben, jetzt geht's los. Warte mal, ich sehe jetzt nochmal aus. Ja, meine Anzüge haben leider... Ich kann euch gar nicht erzählen, was ich mit den Anzügen gemacht habe. Die habe ich vergessen im anderen Hotel. Die sind jetzt per FedEx Express auf dem Weg hierher. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Weltpremiere von den neuen AMG GT. Und ihr habt ja ein paar Fragen gestellt. Wir haben uns 5 coole Fragen rausgesucht. Die werden wir dann vorm Fahrzeug sozusagen euch beantworten. So, jetzt geht's zur Weltpremiere AMG GT. Ich freue mich richtig drauf. Vor allem ist das auch ein Auto, was ja eine ganz große Rolle inzwischen bei Mercedes spielt. Der SL hat es extrem schwer oder hatte es davor schwer, bevor der neue rauskam. Der SLK, ich weiß gar nicht mehr, wie er überhaupt auf dem Markt ist. Und dann der GT. Der GT hat sozusagen den Markt völlig übernommen, was Sportwagen betrifft. Und dann noch mit den GTR und so weiter sind die Autos mega interessant geworden. Und jetzt ist der ganz neue GT. Und ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Und jeder, der denkt, dass der AMG GT der Nachfolger von den SLS war, der liegt falsch. Nein, es ist ein ganz neues Auto geworden. Und was für mich super cool ist, oder genau vor 22 Jahren, war ich als Kellner noch eingestellt bei einer Mercedes-Präsentation. Und zwar wurde da der neue SL vorgestellt. Und da war ich in Hamburg in den Deichtorhallen. Da war ich zuständig für Rotwein und Weißwein. Und jetzt fahre ich zur Premiere, werde dahin geschattelt. Das Wetter passt, Auto, mega interessant. Und gucken uns das mal an. So langsam füllt sich der Laden hier und ich habe mir noch mal ein Getränk geholt, habe mich noch mal ein bisschen umgeschaut und eine Sache habe ich noch klar gemacht. Wir werden danach mit Michael, mit dem Chef von AMG, uns mal persönlich über das Auto unterhalten. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das Ganze mal ein bisschen an, damit wir auch einen super Platz ergattern. Es sind doch mehr, als ich dachte, aber was die hier an... Das ist unglaublich. Es ist alles perfekt durchdacht. Du fühlst dich sofort wohl und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das hier alles temporär aufgebaut ist. Das Ganze wird nach dem Event wieder abgebaut und wieder weggetragen. Das ist krank. Das ist krank. Hier würde ich wohnen wollen. So, 5 Minuten noch, dann ist die Weltpremiere von den AMG GT. Und hier wird es immer voller, alle wollen ganz vorne stehen. Aber ich sage euch, wir sind die Einzigen, die Ersten auf der ganzen Welt, die gleich das Auto für 10 bis 15 Minuten nur für uns haben. Und ich werde ein paar Fragen von euch, die ihr mir über Insta gestellt habt, beantworten mit dem Chef von AMG. Mehr geht nicht. Also ich kann es kaum abwarten. 5 Minuten noch, dann geht's los. Ladies and gentlemen, please welcome on stage President and CEO of Mercedes-Benz North America, Dimitris Psilakis. Michael, stage is yours. Das ist unser Mann gleich, der uns das Auto exklusiv vorstellt. So, jetzt wird spannend, jetzt kommt das Auto, es wird jetzt richtig spannend. Gänsehaut pur. Jetzt kommt der neue AMG GT. Die halten alle ihre Handys und das Auto kommt immer noch nicht. Alter, was für eine heftige Farbe. Ich weiß definitiv, in welche Farbe ich meine neue G-Klasse bestelle. Michael, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Mega. Ja. Alter Schwede. Weißt du, was ich sofort... Du bist ja rausgefahren und das, was ich sofort gefeiert habe, ist die Farbe. Ja. Wie genial ist diese Farbe? Hyperblau Magno. Wahnsinn, Wahnsinn. Preise hast du noch nicht, oder? Nein, leider noch nicht. Sonst hätten wir sofort schon mal reinsteigen können. Aber ich finde, ich hab ja immer... Wenn ich mir eine neue G-Klasse bestelle, habe ich mir mit Südseeblau Metallic überlegt. Das ist ja so ähnlich nur als matt, oder? So ungefähr, ja. Ja, genau. Ja. Also man muss davor stehen. Ich bin eigentlich nicht so ein Matt-Fan, aber ich sag euch eins, die Farbe ist einfach mega. Ja. Und dann noch mit der Kombination mit Weiß innen. Ja. Also mehr geht nicht.
Dein Baby ist raus. Ja. Erzähl mir doch mal was. Ich bin wahnsinnig happy. Vor allem muss auch sagen, es ist natürlich eine Teamleistung, so ein Auto auf die Straße zu Klar, bringen. klar. Und alle haben mitgefiebert und Ja. freuen sich jetzt, dass wir auch rausgehen. Also das Wichtigste für euch war ja, ihr wolltet wissen, ist es noch ein rein Verbrenner, ja oder nein? Dieser ja. Dieser, ja. Ich glaube, die Hälfte meiner Community ist jetzt einfach nur beruhigt und sagt, Gott sei Dank. Ja. Das ist genial. Aber es soll noch einen kommen, als Hybrid. Haben wir noch nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, die Familie wird wachsen. Aber du hast gesagt, dieser, ja. Du bist schon sehr präzise unterwegs. Ja, genau. Okay, also was hat sich jetzt alles geändert? Die Frontscheinwerfer haben sich geändert. Ja? Genau. Die sind also meines Erachtens nach viel, viel sportlicher geworden. Ja. Vom Grill her und so weiter, von Schnauze her sind wir ziemlich ähnlich geblieben. Ne? Ja, also wir würden sagen nicht, aber, Ja. aber es ist, also das Auto ist natürlich eine komplett neue Plattform. Ja. Das heißt, wir sind vorne in der Front breiter geworden. Wir Okay. sind auch breiter als der SL. Okay. Ja, wir haben vorne 295er Räder, die wir fahren. Okay. Und das Auto an sich hat natürlich durch die Länge, es wirkt sehr kompakt. Okay. Und du siehst es, wir haben ja das Greenhouse, also das Fahrerhaus. Das ist jetzt ein 2+2 Sitzer, Genau, was genau, einfach wirklich nochmal mehr Day-to-Day-Usability reinbringt. Absolut. Ja. Aber von Radstand her ist es gleich geblieben? Ungefähr. Ungefähr, genau. Ja. Weil die zwei Sitze brauchen ja auch nochmal Platz. Ganz klar, es sind Notsitze. Ja. Also du kannst sie nicht als vollwertige Sitze erkennen, aber Isofix, auf Ja. jeden Fall ein Kindersitz geht Ja, auf jeden Fall absolut. rein. Tasche und so weiter, auch Ja. alles, überhaupt kein Thema. Also das, Also vielleicht nicht für jemanden geeignet mit 1,90 Körpergröße, absolut. aber absolut. für kleinere Menschen oder Kinder Genau, oder genau. die Tasche Genau. oder was man sonst noch so dabei hat, einfach hinten reinschmeißen. Und du hast gerade gesehen, elektrisch verstellbare Sitze, das Genau. heißt auch das Beladen relativ einfach. Und dann noch auf deinen schönen, feinen Napa-Ledersitzer Ja. einfach die Tasche raufschmeißen, dann noch in weiß. Das würde ich mir zweimal überlegen, oder? Und sonst, aber ich finde, das hat bei dem vorherigen tatsächlich meines Erachtens ein bisschen gefehlt. Ja, das war auch das Feedback unserer Kunden. Genau, Es genau, war ein genau. Perfect Race Car, Genau. der Vorgänger, aber diese Alltagstauglichkeit, die haben sich einige Kunden gewünscht, dass wir die noch etwas stärker ausprägen. Und das haben wir jetzt versucht, genau mit diesem Auto zu machen. Verstehe, verstehe. Dann hat er auch schön jetzt ein Glasdach. Du kannst Ja. bestimmt auch ein Carbondach bestellen, so wie ich euch kenne bei AMG. Kann ich heute noch nichts dazu sagen, Okay. aber das auf jeden Fall kannst ein Volldach nehmen oder das Glasdach. Glasdach finde ich persönlich extrem wichtig für die Leute, die hinten sitzen. Ja. Das ergibt nochmal, das macht ganz das anderes Ganze nochmal Raumgefühl. großzügiger. Ja. Alles, ne? Deswegen, Ja. das ist einfach so. Und dann natürlich Carbon schön innen verarbeitet. Das ist natürlich genial. Aber ich bin immer noch so geflasht von der Farbe. Ja. Das ist unglaublich. Also wir starten mit 10 Farben Ja, okay. und wir werden aber auch für dieses Auto unser Manufakturprogramm anbieten, Okay. so dass du dann auf 21 Farben hochgehst. Mega. Ich weiß, Michael, dass du nicht so lange Zeit hast, aber eine Sache brauche ich dich noch. Kofferraum? Im Heckbereich. Also die Lampen. Ja. Ich habe ja bei den vorherigen ein bisschen die Lampen am Anfang mega gefeiert. Ja. Ihr wart ja fast einer der ersten, die diese dynamischen Blinker hatte. Ja. Ne? Das war mega cool. Aber dann nach dem dritten Jahr wurde mir das ein bisschen, okay, wann kommt mal was Neues? Ja. Und jetzt haben wir es. Ja. Oder? Ja. Das ist echt genial. Das ist A, sportlich, B, noch klassisch gehalten, finde ich. Ja. Und, und dann natürlich schön die Carbon-Lippe Ja. hinten rein. Ich habe eine coole Also Frage. uns ist natürlich wichtig, viele werden das Auto von hinten sehen, deswegen muss das Heck einfach fundamental schön sein. Ich habe eine richtig witzige Frage bekommen, ob das Auto Anhängerkupplung hat. Natürlich nicht. Nein. Nein, das ist ja klar. Das ist ja klar. Wie kriegt man die Heckhaube auf? Hier unten, Achso. Kofferraum. Ah, genial. Ja, Und das genau. ist eins der absoluten Highlights Ja, von dem mega. Auto. Ja, wir haben klasse. über 300 Liter Kofferraumvolumen Wahnsinn. und die Rücksitzbank oder die Rücksitzlehne ist klappbar. Das Ach so, heißt, in okay. dem Fall kannst du sogar bis auf 600 Liter gehen. Fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad, ja. Also, wenn du das Vorderrad ausbaust, kriegst du hier auch ein Mountainbike rein. Mega. Sehr cool. Sehr Also cool. Bist du mit- leidenschaftlicher mit- Fahrradfahrer? Ab und zu etwas Mountainbike. Und dafür ist es perfekt, weil Ja. du hast den Allradantrieb. Klar. Das heißt, wenn du in die Alpen fährst, pack dein Mountainbike hinten rein. Perfect Match. Er ist nicht nur der CEO von AMG, der ist auch ein guter Verkäufer. Das ist unglaublich. Also viele haben mich gefragt, was ich jetzt davon halte. Was ich mega cool finde, ist, dass ihr die Linie treu geblieben seid. So wie Ja. jetzt, ich nenne mal jetzt einfach, ich weiß, das hörst du nicht gerne, ein 911er ist ein Ja. 911er. Ja. Ne? Das ist einfach Ja. so. Die Linie bleibt und es kommen immer Modifikationen drauf. Und das ist hier Ja. auch eure neue Linie, der Ja. AMG GT.
Und es wäre jetzt banal, es wäre jetzt ganz, also es wäre anders, wenn jetzt ein ganz neues Auto rausgekommen wäre. Ne? Das ist einfach so. Also der Mercedes Roadster haben immer eine typische Form gehabt. Ja, du hast eine längere Motorhaube, ein Greenhouse, was etwas Cap-Back ist, also ein bisschen nach hinten gerichtet ist. Und da war uns wichtig, dass wir uns auch da der Linie treu bleiben. Und deswegen haben wir das geschafft und deswegen sieht man das von der Seite. Auch wenn wir den 2+2-Seater nun haben, hast du ja trotzdem die geschwungene Dachlinie nach hinten. Absolut, ja. Das heißt, die Motorhaube, sie ist nicht ganz so lang wie beim Vorgänger. Das heißt, du hast aber natürlich auch eine bessere Sicht auf deine Front. Du weißt, wo die Motorhaube aufhört. Also das ist auch wieder dieses Thema Alltagstauglichkeit. Deswegen finden wir es ein sehr rundes Paket jetzt geworden. Sind das auch neue Felgen für das Ja, Auto? wir werden 8 neue Felgendesigns haben. 8 neue Felgen, okay, okay. Und 2 Magno-Felgen. Magno, also matt. Ja, Erzähl mal mehr. kommt. Eine wird schwarz sein, das kann ich schon sagen. So, okay, alles klar. Der andere wird, ich will mal so modisch, so dieses Gold-Satin sein. Eventuell. Eventuell. Vielleicht ist es ein Michael-Sprache, ja. Wissen wir ja nicht. Michael, vielen Dank. Sehr gern. Ich gehe jetzt noch mal einmal alleine ums Auto. Ja, Okay. schön, dass ihr da wart. Danke für deine Zeit. gern. Ich weiß, wie du durchgetaktet bist. Dieser Mann ist hier komplett durchgetaktet. Und natürlich auch vielen Dank für die Einladung und dass wir so exklusiv dabei sein konnten. Cool. Okay? Danke, Vielen Ahmed. Dank. Dankeschön. Bis dann. Bis Ciao. dann. Schönen Abend. So, jetzt sind wir drin. Also, ich muss sagen, die Sitze sind mega gemütlich. Es ist jetzt für mich mega ungewohnt, dass ich in einen AMG GT sitze und hinten reingucke und dass da Sitze sind. Aber das war echt, das war einfach schon, das musste sein. Da haben die gut reagiert. Und dann natürlich hier die Linie treu geblieben mit dem Display in der Mitte und auch mein Armaturenbrett. Es ist immer noch sportlich und mein Glasdach finde ich extremst wichtig für die Leute, die hinten sitzen. Das ist einfach so. Das ist mega cool gemacht. Du hast immer noch einen Sportwagen-Charakter. Das ist einfach so. Und wenn ich meinen Sitz ein bisschen hoch mache, habe ich meine lange Motorhaube noch, was ja so ausschlaggebend war bei den GT. Es ist zwar ein bisschen kürzer geworden, hat ja auch Michael uns schon erzählt, aber mussten sie machen, weil sie die 2 Sitze hinten reingesetzt haben. 577 PS. Okay, es könnte ein bisschen mehr sein heutzutage. Wir sind ja sehr verwöhnt, was PS betrifft. Es könnte ein bisschen mehr sein, aber nichtsdestotrotz, ich bin geflasht. Ich bin froh, dass ich euch mitnehmen konnte. Wir zeigen euch jetzt noch mal ein paar Bilder, ein paar Impressionen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Carporn, so weit es geht. Ich muss wieder zurück zur Veranstaltung. Hier ist gleich nämlich Live-Musik. Dann ist hier nichts mehr mit Sprechen, dann ist vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Wir sind noch in Kalifornien. Wir drehen noch für euch richtig weiter. Viel Spaß. Lasst ein Abo da, damit ihr die geilen Folgen, die jetzt kommen, nicht verpasst. Und kommentiert ihr mir mal, was sagt ihr zu den neuen AMG GT? Ciao!